Richtig fällt, Mann. Alle Teile vorhanden. Das ist geil. Ui. Oh, da geht's richtig ab. Wir müssen jetzt an den Zusammenbau gehen. Pass auf, es fällt raus. Ui. Eine Kurbelwelle. Wie der Flo halt einfach gnadenlos das Zeug schnell aus der Hand raus lackiert. In Rot. Oh. Willkommen zu einem neuen Video. Es geht wieder bei der Super Bravo beim Aufbau von meiner Perle. Der Flo ist schon wieder unterwegs zu uns. Da haben wir ja alles lackiert. Das sieht richtig geil aus und ich bin sehr dankbar, dass er gesagt hat, lackieren wir das ganze Ding. Ich mache mich jetzt dran den Motor. Den da vorbereiten. Ich habe schon mal einen Zylinder. Ich bin gespannt, was der Flo sagt. Das ist genau 38, falls irgendjemand fragt. Da ich aber das Problem habe, da den winzig kleinen Einlass. Bis der Flo kommt, nehme ich jetzt schon mal den Dremel führen, Motor aufschleifen und wenn der Flo kommt, dann können wir Vollgas starten. Ich nehme jetzt die Schutzbrille, Fräser führen. Wenn ihr schauen, wie man das genau macht, wir haben ein super gutes Tutorial-Channel, Mofa-Kult, da seht ihr, wie man das da super dort auffräsen, so dass er auch sicher euer Gehäuse nicht schließt. Let's go! Yo! Servus. Guck mal, wer da ist! Elias, was hättest du alles bestellt, Mann? Ja, geil, Flo ist am Start! Servus. Bringt lecker Teilchen! Elias, das ist ja brandvoll. Ey, Joshua, der hat uns verarscht. Alle Teile vorhanden. Richtig fehlt, Mann. Ich hätte den ganzen Shop leer kaufen. Hello. Ich habe selbst schon nicht gesehen, wo es getrocknet ist. Achtung. Ja. Das ist geil. Hammer. Und man beachte, das ist mit Sprühdose lackiert, ne? Hier der Rahmen. Hier haben wir keinen Klarlack drauf, weil das Original auch relativ matt war, aber es ist trotzdem geil. Und Elias hat hier noch die Stege und die Platte von der Lenkerbefestigung mitgemacht und ich denke, das kommt sehr geil in schwarz. Rahmen haben wir wieder glänzt. Man könnte jetzt noch nass schleifen und polieren, aber ganz ehrlich, die war von Werk aus nicht besser wie so. Nein, ich will so lau. Und von der Gabel, das haben wir auch noch ein bisschen überlackiert. Wenn das zusammengebaut ist, wird es ein schönes Endergebnis. Sollen wir nochmal Zeit drauf machen? They want a Super Bravo, they want to feel the thrill, but there ain't no room for 'em in our big wheel deal. We're going over mountains to the rivers down the way. No rock or roadblock can make us straight. Ei, Flo. Ja, Mann. Guck die Farbe. Also ich find's Hammer. Ich find's einfach Hammer, dass du den richtigen Hoodie dazu hast. Farbkombi 1A, mein Freund. Ich bin da auch schon fleissig. Nicht ganz einfach. Wir sehen ja dann, ob's funktioniert am Schluss. Ich habe das Gefühl, mit so geil türkisblauen Felgen. Oh, jetzt wird der Tisch geputzt. Kannst gar nicht stehen bleiben. Ich weiss nicht, ob du schon auf den Chat geschaut hast. Mittlerweile ist der Hype so weit vorgeschritten, dass wir eine Gruppe gemacht haben, eine WhatsApp-Gruppe. Ihr könnt nicht joinen, nein. Interessierte Super Bravos sind dort dabei und was hast du, Fabian, gesehen? Das kann nicht wahr sein, oder? Gesicht, Kann nicht wahr sein. Bin ich jetzt wirklich der Letzte? Ja, der Schaller hat schon auch Interesse, hat er gesagt. Schade. Flo, machen wir hin. Der Fabian will auch ein Super Bravo und er hat sich ein Rot ins Auge gesetzt. Mal schauen, wie das wird. Weil Super Bravo gab es in verschiedene Sondereditionen. Und Christoph seine haben wir gesehen. Die ist Special. Die du hast. Schwarz, Türkis, Pink. Und richtig geile Edition auf jeden Fall. Wir werden jetzt aber noch ein bisschen busy. Ich will endlich auf meiner fahren. Aber Joshua hat sie auseinandergebaut. Mensch, Joshua, mach nicht diesen. Ei, ziehen's euch rein. Flo hat das Ganze schon mal parat gemacht. Ja. Einfach das Baukastenprinzip. Frisch lackiert. Alles clean, Werkbank clean. Also ich denke, das kann jeder von euch nachvollziehen. Genau so Geil. macht's richtig Spaß zum Starten. Hey. So, wir brauchen jetzt den Roger, damit er ein wunderschönes Foto macht. Es ist 10 vor 9. Wo könnte der Roger anders sein als im 9? Also haben wir mal schauen. Und ich lasse mich gerade schon mal zusammenschießen von allen Profis, was ich da bis jetzt alles falsch gemacht habe. Das ist immer spannend zu wissen, was ich alles schon falsch gemacht habe. Er hat gesagt, wenn wir den Roger treffen, dann im 9. Aber heute sieht es aus, als wäre er gerade am Schöckeli klauen. Was? Noch Äpfel. Nein, Silvana ist nicht da. Wow. Alle hocken um den Arm mit Tisch und sagen kein 9. Erstens, wie sieht es aus mit der Ciao? Super Mit der Bravo. Super Bravo. Super. Ist die rote schon hier? So, der Flo Ryan hat hier schön geputzt. Und jetzt einen schön lackierten schwarzen Tank. So, du hast die nur hier so abgezogen. Genau. Ui. Oh, das war geil. Der Moment ist da, oder? Das erste Mal Super Bravos Assemble! Also Fabian, du willst uns... 2 Drittel vollständig. Fabian, du willst uns jetzt nicht wirklich sagen, dass du wirklich Super Bravo gekauft hast. Ist die schon hier? Unfassbar, der Fabian. Ich bin der Einzige, der kennt die hat. Eure Teile-Dealer noch kommen oder was? Oh, was gibt's denn da?
200, was sagt der Buch? Ein originaler 38 mm Piaggio-Zylinder mit einem originalen 38 mm Seekopf. Ja, man sieht das Piaggio-Zeichen. Genau, da überall Piaggio-Stempel. Ja, und das ist schon in original schwarz lackiert. Genau, original genau. schwarz. Joe hat nur Joe, Qualitätsteile. aus dem Joes im Kofferraum kannst du nichts Falsches kaufen. Oh, da geht's richtig ab. Wie sieht's aus? Wir müssen jetzt an den Zusammenbau gehen. Du wolltest hier umbauen auf Industrielager, also Kompaktlager. Fall. Ne? Wir haben das Rüegsplattenfeld, danke Joshua. Er hat schon geantwortet. Es ist alles da. Kettenumlenkung fällt, danke Original Joshua. Piaggio. Es ist alles da. Joshua, mach nicht Da hast du diesen dich aber nicht lumpen lassen. Hausig und Oh. Das ist für den Auspuff, wir probieren jetzt mal, das ist der Inner Style, das kommt ein bisschen später. Die Kurbel, die Welle, Ja. das sind alles vom Sie. Wir müssen also ausprobieren, ob die vom Sie beim Bravo wirklich passen. Wir sind federführend, was Super Bravo angeht. Redkette, Umbauset oder Drahtlager. Hier ist das Lager mit den Kugeln. Wir wollen auf dieses Swing-Produkt hier umbauen. 2 Kompaktlager mit einer Zwischenhülse. Sehr geile Lösung. Kurbelwelle, Mazzucchelli Original, wirklich Original. Oh, und da, oh mein Schätzchen. Oh, Kreismofa ohne diese. was ist das? Guck mal rein. Pedale. Es war so klar. Memo! Wenn es schon abrutscht ist von den Pedalen, soll es auch richtig wehtun. Also Elias, du hast dich auf jeden Fall nicht lumpen lassen hier. Motor. Also ich mache hier den Kleber ab und mache die nochmal gerade. Mit was kleben wir die fest hier? Ich mache ein bisschen Teile aufbereiten. Mach alles sauber. Das mache ich in der Zeit, wo du den Motor machst. Hammer. Okidoki, ich habe das Gehäuse so weit aufgeschliffen und ich bin eigentlich für mein erstes Mal bin ich relativ zufrieden. Es ist nicht kaputt. Die Öffnung ist so groß, wie wir sie wollen. Ich tue es jetzt mit 400er Schleifpapier da innen alles noch ein bisschen fein machen, rausweilen. Und dann ist der Motor nachher eigentlich bereit zum Aufbauen. Jetzt grösser, sieht auf beiden Seiten so sehr geil aus. Das Gehäuse ist so weit bereit. Ich tue jetzt die Flächen noch planen, dass das nachher bereit ist zum Zusammenstecken. Für das kommt aber meine Welle noch in den Gefrierer. Die wird abgekühlt, dass nachher das Lager dann drüber drauf gehen, das Gehäuse ein bisschen wärmen, zack, 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 das Ganze kann zusammengesteckt werden. Ich spüre es im Nacken. Häusner hat schon eine, Fabian hat auch eine, die müssen wir nachher schauen. Auf jeden Fall. Ich hoffe, hat sie da. Die Jungs setzen mich so unter Druck, das ist der Wahnsinn. Ne? Ich arbeite die ganze Zeit mit dran, ich brauche jetzt auch eine. Es ist irgendwie 3 Wochen, Monate maximal seither, seit wir angefangen haben. 2 stehen schon fertig da. Die ganze Firma ist im Hype, es wird alles leer gekauft. Also wenn ihr das Video seht, Kleinanzeigen ist schon leer. Außer wir sind in Berlin. Also das Ding kommt in den Gefrierer, dann können wir den Motor zusammenbauen. Freunde, ich muss jetzt nachziehen. Es ist unerträglich für mich. Elias ist immer noch hier am Feinschliff. Aber ich zeige euch, was bei mir jetzt abging. Und zwar habe ich alle Kunststoffteile richtig geil sauber bekommen. Für 30 Jahre oder über 30 Jahre kann sich sehen lassen. Flo, die lebende Waschmaschine. Es ist ja einfach nur geil, dass die Super Bravos, obwohl sie nicht sich dürfen von ihrem Arbeitsplatz entfernen, sind einfach Herdentiere. Sie kommen alle zusammen und schaffen einfach, dass die nächste Super Bravo wieder am Start ist. So, also wir wechseln schnell das Etablissement. Das Motorengehäuse da ist ready für Lager und Simmering. Wir gehen runter zu der Presse. Hier können wir Wärme, Lager einpressen. Au! Aha! Ui. Alter, richtig geil. Also das ist wirklich ein Produkt, das wir wirklich von tiefstem Herzen empfehlen können. Oha. Oh, das ist schon reingefallen. Das ist schon richtig schön reingeknallt. Zack, das war's schon. Pass auf, es fällt raus. Ui! Nochmal ein Verstößchen. Geil, das war's schon. Jetzt abkühlen lasse, dann zieht sich das wieder zusammen und dann ist das Lager richtig fest. Oh, was gibt's denn doch Leckeres? Eine Kurbelwelle. Ei, der ist schief. Nee. Ei, der ist schief. Nee, so machst du Gehäuse kaputt. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall. Das war's. Die dreht sich gut. Mit der Aussage, das macht man eigentlich immer so, wechsle ich da gerade zum professionellen Programm, oder? Wir haben einmal einen gehohnten, gebrauchten Zylinder,
neue Kolbering und sogar das Kolbering-Stoßspiel ausmessen. Alle Leute, die sich nicht dafür interessieren, sind doch jetzt hier. Wie der Flo halt einfach gnadenlos das Zeug schnell aus der Hand raus lackiert. Ja, es macht sicher sehr viel aus. Schön ist der Flo da und beschwichtigt mich da in so Sachen und sagt, komm, wir machen noch schnell. Komm, wir machen noch schnell. Das Ding wird zwar nie fertig, nie in meinem Leben werde ich mit dem Ding fahren, nie. Wenigstens wird es schön. Ja, aber du hast wenigstens. Ich kenne ihn. Ich habe das Gefühl, der Flo macht das einfach so, der macht so lange, bis ich den Schnauz voll habe und nachher sagt er, ah ja, ich bin schmalen Taler, nehme ich sie dir ab, kein Problem, mein Junge. Jetzt ist gerade Mittag gewesen und jetzt schreibt einfach der Fabian, kommt raus, ich habe meine Super Bravo da. Fabian ist da mit seiner Super Bravo. Ach Quatsch. Das ist wirklich so. Können wir schauen. Da ist was ist der Häusner? Häusner Seit er seine Dinge hat, sie steht einfach immer da. Er bringt sie jeden Tag mit dem Auto. Ui, in Rot. Oh, was sehe ich da für das Kontrollschild? Original Drittler. Original Geil. Drittlack. In Rot, Geil. Schwarz. Ist das Original so? Sagen wir ja. Also Original ist 2/3 mal 16. Immerhin ein Mofa komplett zusammenbauen und nicht einfach so, alle Teile sind vorhanden, Joshua. Das ist jetzt eine mit Pedal, he? Also die normale Führung. Ui! Wow. Ui, Memo! Hey. Geil, Mann! Ich will auch endlich, Flo! Alter, du hast wenigstens eine. Ja. Hey! Herzlichen Glückwunsch zu dieser Super Bravo. Und passend, hey, sogar farblich abgestimmt. Hä? Was ist euer Favorite da? Wir haben einmal Special Edition Häusner. Für die, die das letzte Video nicht gesehen haben, Kickstarter Fußrastenversion mit Vario elektronischer Zündung. Und der Originale Moka Supra Mono. Ganz normale Pedal, geiler Zustand. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nichts verpassen wollt. Unsere Super Bravos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö!